In diesem Video erfahrt ihr, was ihr beim Wechsel eurer Bremsscheibe am Fahrrad beachten müsst und wie ihr eine passende Scheibe aussucht. Erstmal zur Frage, wann muss ich die Scheibe wechseln? Es gibt von jedem Hersteller verschiedene Vorgaben, ab welcher Dicke eure Scheibe gewechselt werden sollte. Bei Shimano ist es in der Regel 1,5 mm, bei Magura 1,8 mm, aber im Zweifelsfall recherchiert da für eure Scheibe bitte einfach nochmal nach. Oft steht die Mindestdicke auch schon auf der Bremsscheibe selbst. Natürlich könnt ihr die Scheibe auch aus anderen Gründen wechseln, weil sie euch zu klein ist, die Scheibe irgendwie zu Schaden gekommen ist, aus optischen Gründen, weil sie zu Geräuschen neigt, der Ausriss bei den Belägen zu groß ist, sie verbogen ist oder. Messen könnt ihr die Dicke der Scheibe am einfachsten mit einem handelsüblichen Messschieber. Bei der Wahl der richtigen Bremsscheibe müsst ihr grundsätzlich eigentlich nur auf zwei verschiedene Punkte achten. Und zwar ist es der Aufnahmestandard, also dieses Centerlock oder Sechsloch-Standard, und der Bremsscheibendurchmesser, also 160, 180, 203 mm oder ähnliches. Kleiner dritter Punkt, zweiteilige Scheiben sind nicht immer zu jeder Bremsanlage kompatibel. Dazu haben wir auch für Hope-Scheiben auch ein extra kleines Video gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Auf die Dicke der Scheibe müsst ihr in aller Regel nicht unbedingt achten. Auch hier gibt es einige Ausnahmen, aber normal gleicht die automatische Belagnachstellung eurer Bremse die Zehntelmillimeter aus zwischen den verschiedenen Scheiben. Wenn nicht, habt ihr eventuell ohne Bleedblock entlüftet, dann kann es sein, dass ihr nochmal neu entlüften müsst und dann bitte auf jeden Fall mit Bleedblock. Trotzdem empfehlen wir sicherheitshalber bei der Dicke der ursprünglichen Scheibe zu bleiben, um Probleme mit dem Druckpunkt und Schleifen vorzubeugen. Der Austausch der Scheibe ist ziemlich einfach, den kann jeder selbst ausführen, sofern er oder sie das richtige Werkzeug hat, was aber auch nichts Besonderes ist. Dafür braucht ihr Standardwerkzeug, was man in aller Regel zu Hause hat, wenn man ab und zu am Fahrrad schraubt. Für Sechslochscheiben ist das in der Regel ein Torx T25, für den Centerlock-Verschlussring entweder ein Kassettenabzieher bei Innenverzahnung oder ein Innenlagerschlüssel für Holotech bei Außenverzahnung. Leider passen nicht alle Kassettenabzieher und Innenlagerschlüssel bei allen Namen. In jedem Fall muss eine Aussparung des Innenlagerschlüssels gegeben sein und diese auch groß genug sein für die Endkappe der Narbe, damit das Werkzeug richtig in den Verschlussring greift und nicht von der Endkappe behindert wird. Mit so einer Nuss könnt ihr zum Beispiel den Verschlussring leider nicht montieren. Eine kleine Einschränkung gibt es auch noch grundsätzlich bei der Wahl des Verschlussrings. In der Regel könnt ihr einen Verschlussring mit Innenverzahnung verwenden bei Schnellspannern und Steckachsen bis einschließlich 12 mm. Bei 15 oder 20 mm braucht ihr meist eine Außenverzahnung, da sonst der Narbenkörper im Weg ist. Beim Sechsloch-Standard wird die Scheibe direkt mit 6 Schrauben einfach auf der Narbe befestigt. Beim Centerlock-Standard sitzt die Scheibe formschlüssig auf der Verzahnung des Narbenkörpers und wird durch einen Verschlussring geklemmt. Der Durchmesser ist meist auf der alten Scheibe zu finden. Sollte der nicht mehr lesbar sein, könnt ihr die Scheibe auch mit einem Zollstock oder ähnliches nachmessen. In der Regel kommt es dabei auch nicht auf den Millimeter an, da es nur wenige gängige Maße gibt, wie 160, 180, 203 mm. Aber in Einzelfällen gibt es leider auch Ausnahmen wie 183 oder 185 mm, ist zum Beispiel öfter bei Ewe der Fall. Ihr solltet wirklich den richtigen Durchmesser wählen für eine perfekte Bremsperformance, da es sonst sein kann, dass die Reibfläche der Scheibe nicht hundertprozentig durch die Beläge läuft oder sogar wirklich nicht durch den Bremssattel passt und schleift. Ganz fatal kann es sein, wenn ihr eine Scheibe wählt, die nur etwas zu klein ist, also zum Beispiel 200 statt 203 mm, dann kann es sein, dass ein Teil des Belags nicht abgenutzt wird und dieser Grad dann irgendwann verhindert, dass die Beläge bis zur Scheibe gedrückt werden können. Wenn ihr den Durchmesser der Scheibe verändern wollt, da ihr zum Beispiel den Eindruck habt, dass sie zu klein ist, oft überhitzt, ist das in der Regel kein Problem mit dem richtigen Adapter für euren Bremssattel. Seit einigen Jahren sieht man fast nur noch Postmount-Aufnahmen an Gabel, Rahmen und Bremssättel im MTB-Bereich bzw. Flatmount-Bremssättel im Rennradbereich. Hier braucht ihr dann einfach nur den entsprechenden Adapter, der euren Bremssattel plus 20, plus 23, plus 43 mm oder ähnliches von der Gabel und dem Rahmen wegbewegt. Das Wechseln der Sechslochscheiben ist super simpel. Ihr braucht nur irgendein Torx T25 Werkzeug, am besten eine Ratsche mit einer Torx T25 Nuss. Ihr legt das Rad auf irgendeinen Holzbock oder ähnliches, damit das Rad nicht wackelig auf der Narbe aufliegt, und dann macht ihr die Schrauben über Kreuz lose, also immer die gegenüberliegende Seite, damit die Spannung sich verteilen kann. Und nehmt die Scheibe dann einfach ab.
Bei Centerlock-Scheiben müsst ihr etwas stärker hinhalten, deswegen lege ich das Laufrad nicht auf den Boden, sondern stabilisiere es so ein bisschen mit dem eigenen Körper. Wenn ihr jetzt eine Innenverzahnung habt, braucht ihr so einen Kassettenabzieher wie diesen hier. Bei einer Außenverzahnung könnt ihr ein Innenlagerwerkzeug, wie es bei Holtec 2 Innenlagern zum Einsatz kommt, verwenden. Dann schaut ihr, dass auf der Aufnahme bzw. der Verzahnung bei Centerlock kein Dreck mehr ist und reinigt es im Zweifelsfall kurz. Beim Wiedereinbau der Scheibe darauf achten, dass ihr die Vorderseite nach oben legt. Normal zeigt die Schrift nach außen und auf der Scheibe ist auch ein Pfeil aufgemalt, in welche Richtung sich die Scheibe dann im Rad drehen soll. Wenn ihr die falsch rum montiert, stützt sie sich sonst zum Beispiel die Streben falsch ab gegen die Drehrichtung und das ist nicht besonders gut für die Stabilität der Scheibe. Bei Centerlock-Scheiben ist es im Übrigen unmöglich, sie falsch rum zu montieren. Bei 6-Loch-Scheiben zieht ihr jetzt wieder über Kreuz die Schrauben fest. Am besten macht ihr das mit einem Drehmomentschlüssel, das ist immer der sicherste Weg. In der Regel könnt ihr die an der Bremsscheibe mit so ca. 6 Nm anziehen. Bei Centerlock-Scheiben setzt ihr jetzt den Verschlussring wieder auf und dreht ihn leicht an, soweit ihr das mit der Hand hinbekommt. Dann nehmt ihr euren Drehmomentschlüssel zur Hand und stellt ihn auf 40 Nm ein und zieht den Verschlussring wieder an, je nach Verzahnung mit dem passenden Werkzeug. Bei Centerlock-Scheiben empfiehlt sich auch wirklich einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, da 40 Nm nicht für jeden ganz so einfach abzuschätzen sind und der auf jeden Fall sicher sitzen sollte. Je nach verwendetem Werkzeug rutscht man hier auch ganz gern mal ab, man kann es aber so ein bisschen mit dem Daumen stabilisieren. Um euch das zu zeigen, mache ich das jetzt mal ausnahmsweise nicht mit dem Drehmomentschlüssel, sondern mit einem eher günstigen Modell. Beim Wiedereinbau des Rads müsst ihr die Bremsbeläge mit einem Reifenheber oder ähnliches kurz zurückdrücken. In der Regel empfiehlt es sich mit der Bremsscheibe auch die Bremsbeläge zu wechseln, da die Beläge auch immer auf die Oberfläche der Bremsscheibe eingebremst sind. Muss aber auch nicht unbedingt sein, wenn ihr gerade noch relativ frische Beläge drauf habt, dann bremst die erstmal fertig, die müssen nicht in der Tonne landen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt alles, was ihr zum Austausch eurer Bremsscheibe wissen müsst. Bis zum nächsten Mal.